I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Naja. Okay. Ist auf jeden Fall komisch. Wird gespeichert, alles klar. Ja. Wie gesagt, also wie kann man das jetzt interpretieren, ist die Frage. Also sie wird ja nicht von irgendeinem Monster I gefressen can't worden sein. describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Das ist nachvollziehbar. Und kann ich jetzt vielleicht in das Bad rein? Nee, ist immer noch verschlossen. Oder ist sie verhungert? Oder ist sie vielleicht aus dem Fenster gesprungen, weil sie Hunger hatte und wollte den Vogel catchen? Und hier ist auf jeden Fall die Katze. Ist das die richtige Molly? Also nicht die richtige Molly, die Katzen-Molly? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie Nachvollziehbar. would have, but Mom didn't like bringing up the past. Mhm. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Ah, okay. Da haben wir dann nochmal die Bestätigung, woher die Katze den Namen hat. Und hier können wir... Ah, guck mal, hier sind wir vorhin als Molly-Katze durchgeklettert. Nicht durchgeklettert, haben wir I spent vorgestanden. a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Mhm. Und hier hat er ganz viele Vögel gehabt. So Sittiche und so. Aber die Tiere finde ich auch faszinierend. Das Ding ist, ich finde diese Tiere faszinierend. Ist aber, glaube ich, uncool, die in so einem Käfig zu halten. Ich glaube, wenn man solche Vögel halten will, dann sollte man, glaube ich, schon darauf achten, dass sie jetzt nicht in so einem kleinen Käfig wohnen. We got along and it was a good place to hide from my mom. Mhm. Und hier, das dürfte Louis Louis sein, died ne? a Ja. week before we left, but Edie had already started to Ah, okay, das memorialize him. heißt, 2010, wie gesagt, ist er gestorben und eine Woche danach sind wir erst von hier abgehauen. Also relativ zeitnah. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Mhm. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a Oh, long, Kassetten. long time. Aber ich war vor kurzem bei mir auf dem Dachboden und da habe ich auch einen alten Videokassettenrekorder mit ganz vielen One Videokassetten summer they gesehen. evacuated the island, but Edie Geile Zeit war refused das. to go. For a few weeks, she was a celebrity. Edie want to go. Aha. Ja, sie hält in ihrem Haus fest und guck mal, hier ganz viele Hände. Molly, Barbara, Calvin, Sam, Walter, Dawn, Gus, Gregory, Louis, Milton, Edith. Her room was like a museum. Odin, 1880 bis 1937. Hier, das ist quasi der Mann, der Ursprung der Geschichte ist, ne? Also der Bauer des Hauses For scheinbar. 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Komme ich jetzt weiter? Ah, Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johann. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home. Or die beside kleine Molly. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Ah, von ihm ist dann die Statue. Genau, und das Haus, was da gerade gebaut wird, da sind wir gerade lang gelaufen. Und die Statue, die haben wir schon einmal durch dieses eine Guckloch gesehen. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Ah, okay. Das heißt, Odin Finch hat dieses alte Finch-Haus gebaut und Edie hat quasi mit Sven das neue gebaut. Und das war die Geschichte von Odin Finch. Der Ursprung der Geschichte. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Mhm. Der Ursprung lag lange zurück. Interessant. Also so ein kleiner von 7 Zwergen. Okay, hier ist der Ausgang, da kann man nicht durch, ne? Aber hier links war noch eine Tür. Ah, guck mal hier. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. So, das war das, die wir auch schon vorm Haus She didn't. gesehen haben, ne? Ja, hier. Dragon kills Finch. Okay. Ich glaube, von Sven selbst erfahren wir die Geschichte nicht, dass Sven ja kein leiblicher Finch ist. Ja, er ist ja quasi angeheiratet, der Mann von Edie. Deswegen erfahren wir von ihm, glaube ich, nicht die Geschichte richtig, sondern erfahren einfach nur, ja, er ist so gestorben.
even in her 90s. Happy Nadi Sometimes Birthday. Edie seemed a lot younger than my mother. Okay, aber hier können wir durch, ne? Oh, das Badezimmer. Ich glaube, da, The only trace genau, Grandpa wollte ich gerade sagen, Sam's da wo first wife Gregory Kay left on vorstand. the house was the pink bathroom. Mhm. Da wo It was Gregory a pretty vorstand. big trace. Okay, das Spiel funktioniert nicht. Frischlein. Ganz viele Tabletten. Okay, irgendwer hat ganz viele Tabletten gebraucht. Wahrscheinlich. Weiß nicht, vielleicht die Eltern von Gregory? Ist ja nicht normal, dass man ein Kind mit einem Jahr verliert, sag ich mal. Und hier. Passt der Schlüssel auch hierfür? The Secret in the Bathroom bei Sven und Edie. Das heißt, die Geheimgänge wurden bewusst von Sven und Edie hier auch eingebaut. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Und der nächste Geheimgang. Das ist cool. Das ist richtig cool. Calvin Finch? Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Mhm. Okay. Und, ach, guck mal. Milton war auch hier. Faszinierend, dass der die quasi die ganzen Geheimgänge kannte. Das finde ich faszinierend. Und hier, boah, das sieht so cool aus. Fort Calvin. Hier haben Sam und Calvin gelebt. Boah. Das ist cool. Schön ins Bett raufspringen. To Command Center. I knew Grandpa Sam had a twin. September 61. Ich wusste, dass Opa Sam einen Zwillingsbruder hatte. Okay, den Opa kennt sie. Weil Sam ist ja wie gesagt der... And that he Nee, never warte mal. talked about him. Nee, warte mal, habe ich gerade Bullshit erzählt? Nee. Genau, Sven ist derjenige, der Mann von Edie, der vom Drachen erschlagen wurde. Sam ist unser Opa, also der Vater von Dawn. Okay, alles gut. Bisschen verwirrend, die Familiengeschichte. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Mhm. Calvin. 1950 bis 61. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ah, guck mal, jetzt sind wir draußen auf der Schaukel. Da vorne sehen wir das Haus. Guck mal, ich kann beide Beine steuern mit My den brother said he'd Sticks. die before he ate another mushroom. And he did. Und da ist das Haus. Links sieht man die Statue. Also At Barbara's der erste von den funeral, we swore Familienfriedhof. he'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Calvin wollte immer fliegen. Also den Text, den wir gerade hören, ist quasi gerade von Sam, ne? Calvin, dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Calvin, I'm not Ah, gonna Gott. tell you again. maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. The day he made up his mind to fly. Der Tag, an dem er sich entschieden hat zu fliegen. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen weniger Interpretationsspielraum als bei Molly, was mit Sam jetzt mit Calvin Calvin's passiert story ist. felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ah, gut, dass du das nicht geschafft hast, ne? Ja, und vielleicht sage ich das am Ende des Let's Plays. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Trophäe schon habe. Für die Leute, die hier eine Trophäe einsammeln wollen, spielt jetzt einfach diese Geschichte nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt theoretisch einfach so machen könnte.
Oder ob man das Spiel einmal neu laden muss. Aber wenn After man... the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Aber wenn man die Geschichte von Calvin an dieser Stelle nochmal spielt, bekommt man eine Trophäe. Ne? Wollte ich nur erwähnt haben. Für die Leute, die Mom said Grandpa 100% Sam eventuell haben enlisted at wollen. 18 and never set foot in the room again. Ja, für die Leute, die 100% haben wollen, weil bei dem Spiel ist das nicht so schwer. Ist vielleicht ganz interessant. Und hier haben wir die Raupe Nimmersatt, oder was? Weg zum nächsten Geheimgang, nehme ich mal an. Zack. Einmal auf. Und hoch. Ja. Der nächste Geheimgang. Und da The hinten hat passages sich... were a pretty tight fit. Hinten, They'd obviously been built for smaller hands da and hinten hat sich bellies. Milton schon verewigt. Ich kann mal einmal rausgehen. Ah, genau, dann landen wir hier im Flur, wo wir schon mal waren. Ich gehe mal weiter geradeaus, um einfach mal zu gucken. Genau, weil jetzt sollten wir im Zimmer von Barbara rauskommen. Barbara Finch. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Okay. Barbara. Die ist 16 Jahre alt, glaube ich, geworden. Und schon geraucht, ey, das gibt's ja nicht. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Aber ich finde es cool, wie jeder von denen hier so ein Porträt bekommen hat. Dreadful Stories. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Das überraschende Ende der Barbara Finch. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Boah, das ist so Unfortunately, cool gemacht. her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. Ah, The secret is to keep an dieser winding Musikbox haben wir auch schon mal gedreht. and winding until finally the key pops out. Jetzt wissen wir zumindest da, wie wir weiterkommen. I'll Ne? be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached Okay, jetzt können wir tatsächlich da auch einmal dran drehen. and as she Nochmal found einmal. the key, she listened for Rick. Frage ist, konnte man vorhin den Schlüssel dann auch schon rausziehen, wenn es in Real Life funktioniert? War wahrscheinlich so gescriptet, dass es jetzt erst ab jetzt geht. Boah, cool. Sind wir quasi in dem Comic drin und spielen. Das ist richtig cool gemacht. Found Rick's crutch and imagined the worst. Wir springen auch von Bild zu Bild quasi. Guck mal hier. Zack. 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 Ja, mal schlagen. Können wir die Kugeln da runterschlagen? Ja. Ja, ich geh mal von der anderen Seite. Stuhl weg. Stuhl weg. Zack.
Und... Komm schon. Glaube ich nämlich ein Achievement für. Wenn man alle Kugeln wegmacht. Aber, ja, tatsächlich. Räume den Tisch. Achievement erreicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man das in der Aufnahme sieht, dass ich ein Achievement erreicht habe. Zack. Bisschen lang. Hm? Ah. The fuck? Jumpscare. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Okay, Walter ist der Bruder, ne? Coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ja, Walter haben wir auch schon mal gesehen, okay. Oh, ist cool, jetzt sind wir quasi in der Wohnung drin, in dem Haus der Finches. Nur quasi aus Sicht eines Comics. Also das muss man dem Spiel wirklich lassen. Die Art und Weise, wie die unterschiedlichen Geschichten erzählt werden, sind wirklich so kreativ und cool umgesetzt. So, jetzt sind wir in seinem Zimmer. Walter? Ach, guck mal, so sieht das aus, wenn es eingerichtet ist. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Aufpassen, aufpassen. Saw the hook man and was speechless. He was quite smashing. Okay, weg. Können wir durch den Geheimgang gehen? Ja, ne? Gehen wir einmal durch den Geheimgang, den wir schon mit Edith kennengelernt haben. Jetzt natürlich noch nicht für ewig, logischerweise. Können wir irgendwie jetzt das Fenster abhauen, oder? Die Tür? Ja. Einfach eine Schelle von hinten geben, oder was? Bam! Ah! Guck mal, das erklärt, warum das Gelände repariert wurde. Mehr oder weniger. Okay, und jetzt? Nach unten? In Ultraspeed-Geschwindigkeit? Also hin. Ist weg. She listened for his breathing, but all she heard was... Süßes Dinosaurus. Okay. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Okay, da ist der Typ. Das sind zwei. Oh dear. Okay. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl.
she had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty. Man hätte den vorhin bestimmt nicht sehen können, oder? Another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Das Ohr. Now that's what I call a real eerie tale. Fuck. Ja, also wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde es wirklich faszinierend, wie dieses Spiel die Geschichten erzählt. Und das Ohr. Und das ist wieder, also bei Kelvin war das vorhin ja so, da hatte man... Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Vorhin bei Kelvin war das Maybe ja what so... Edie saw was a happy ending. Vorhin bei Kelvin war das ja so, da war jetzt nicht wirklich viel Interpretationsspielraum, was passiert ist. Er ist halt geschaukelt und ist dann runtergestürzt. Bei Molly war Interpretationsspielraum und hier jetzt auch. Was genau passiert ist, das kann man so nicht sagen. Aber ich würde sagen, das soll es mit der Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da. Dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao.